Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der Nährstoffkompass von Martin Smollich ist ein fundiertes und praxisorientiertes Buch, das sich intensiv mit der Rolle von Nährstoffen in der menschlichen Ernährung auseinandersetzt. Der Autor, selbst ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Ernährungswissenschaft, beleuchtet in klarer und verständlicher Sprache, welche Stoffe tatsächlich essentiell für unseren Körper sind, auf welche man verzichten kann und welche möglicherweise sogar gesundheitsschädlich wirken. In einer Zeit, in der Ernährungstrends und Superfood-Versprechungen täglich wechseln, gibt das Buch wissenschaftlich fundierte Orientierung, unabhängig von kurzlebigen Moden. Das Werk richtet sich an alle, die nicht nur gesund essen, sondern auch verstehen wollen, warum bestimmte Empfehlungen sinnvoll oder überflüssig sind. Smollich erklärt anhand aktueller Erkenntnisse aus der Forschung, wie Vitamine, Mineralstoffe, Fette, Proteine und Kohlenhydrate tatsächlich im Körper wirken. Auch Nahrungsergänzungsmittel und verbreitete Mythen rund um Makro- und Mikronährstoffe werden kritisch hinterfragt. Mit Tabellen, Übersichten und praktischen Ratschlägen bietet der Nährstoffkompass eine umfassende Hilfestellung für eine bewusste und individuell sinnvolle Ernährung im Alltag. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Essentielle Nährstoffe. Was unser Körper wirklich braucht. Das Verständnis der essentiellen Nährstoffe bildet das Herzstück von Smollichs Buch. Essentiell bedeutet, dass der Körper bestimmte Stoffe nicht selbst herstellen kann und sie daher mit der Nahrung aufnehmen muss. Dazu zählen beispielsweise bestimmte Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Der Autor erklärt anschaulich, warum diese Substanzen für lebenswichtige Körperfunktionen unverzichtbar sind. Von der Energiegewinnung über den Zellaufbau bis hin zur Abwehr von Krankheiten. Ein Schwerpunkt liegt auf den Unterschieden, die zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen bestehen. Während bestimmte Mineralstoffe für Kinder und Schwangere besonders wichtig sind, ändert sich der Bedarf im Alter. Smollich liefert zudem zahlreiche Beispiele für Lebensmittel, die reich an essentiellen Nährstoffen sind, und erklärt, wie eine ausgewogene Ernährung sie optimal abdecken kann und welche Symptome entstehen, wenn entsprechende Mängel auftreten. Zweitens. Gefährliche Nährstoffe. Risiken moderner Ernährung. Ein zentraler Punkt des Buches ist die Auseinandersetzung mit Substanzen, die unserer Gesundheit schaden können, wenn sie im Übermaß oder in ungünstiger Form konsumiert werden. Smollich erläutert, warum Transfette und ein zu viel an Zucker ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und andere chronische Leiden mit sich bringen. Besonders kritisch beleuchtet wird auch der Trend zu übermäßigem Konsum bestimmter Nahrungsergänzungsmittel, der leicht zu Vergiftungserscheinungen führen kann, etwa bei zu hoher Zufuhr von Vitamin D oder Eisen. Der Autor räumt auf mit Mythen und empfiehlt einen bodenständigen, ausgewogenen Umgang mit potenziell gefährlichen Nährstoffen. Präventionsstrategien und Warnhinweise für sensible Personengruppen runden diesen praxisnahen Abschnitt ab. Drittens. Nährstoffmythen und die Rolle der Wissenschaft. Martin Smollich geht fundiert der Frage nach, wie Medien, Werbung und populäre Ernährungsratgeber unser Bild von gesunder Ernährung beeinflussen. Er zerlegt weit verbreitete Mythen, etwa die Angst vor Kohlenhydraten, das pauschale Lob für pflanzliche Ernährung oder den unreflektierten Gebrauch von Superfoods und Diättrends. Smollich legt dar, wie wissenschaftliche Studien korrekt zu interpretieren sind und warnt davor, Einzelstudien oder Testimonials zu viel Bedeutung beizumessen. Stattdessen plädiert er für eine Orientierung an langfristig gesicherten Erkenntnissen der Ernährungsmedizin. Dieser kritische Blick vermittelt dem Leser die Fähigkeit, aktuelle Ernährungstrends selbstständig zu hinterfragen und zu bewerten. Viertens. Makro- und Mikronährstoffe. Funktionen und Bedarf. Das Buch differenziert klar zwischen Makronährstoffen, Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Mikronährstoffen. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Smollich erklärt, wie jeder dieser Stoffe im Stoffwechsel wirkt, welche Funktionen sie erfüllen und wie der individuelle Bedarf, je nach Lebensalter, Aktivitätslevel und Gesundheitszustand,
bestmöglich gedeckt werden kann. Besonders praktisch sind die zahlreichen Tabellen und Übersichten, die beispielsweise den Tagesbedarf verschiedener Nährstoffe oder deren Gehalt in gängigen Lebensmitteln darstellen. So erhält der Leser konkrete Werkzeuge, um die eigene Ernährung wissenschaftlich fundiert zu optimieren und Mangelversorgungen zu vermeiden. Schließlich Nahrungsergänzungsmittel. Sinnvoll oder sinnlos? Ein weiteres wichtiges Kapitel widmet sich den verbreiteten Nahrungsergänzungsmitteln. Martin Smollig prüft diese kritisch auf ihren Nutzen und stellt die Frage, wann eine Supplementierung wirklich notwendig ist. Dabei werden Beispiele wie Vitamin D im Winter, Folsäure in der Schwangerschaft oder Eisenpräparate bei nachgewiesenem Mangel ausführlich behandelt. Der Autor warnt jedoch ebenso vor dem unkritischen Griff zu Tabletten und Pulvern, da viele Produkte nicht den versprochenen Nutzen haben und Überdosierungen möglich sind. Der Abschnitt liefert klare Kriterien, anhand derer jeder Leser entscheiden kann, ob und wann Nahrungsergänzungen sinnvoll sind. Immer orientiert am Stand der Wissenschaft. Zusammenfassend: Der Nährstoffkompass eignet sich ideal für alle, die ihre Ernährung wissenschaftlich fundiert gestalten möchten. Sei es aus Interesse an Gesundheit, zur Vorbeugung von Krankheiten oder aus Unsicherheit gegenüber widersprüchlichen Ernährungstipps. Besonders profitieren Menschen mit erhöhtem Bedarf an Nährstoffen, wie Schwangere, Sportler oder Senioren, sowie alle, die sich über Nahrungsergänzungsmittel und Ernährungstrends informieren wollen. Martin Smollig schafft es, komplexe Zusammenhänge verständlich und unterhaltsam zu vermitteln. Das Buch bietet zuverlässige Fakten statt Mythen und gibt konkrete, alltagstaugliche Empfehlungen. Es hebt sich dadurch von anderen Ratgebern ab, weil es faktenbasiert bleibt, ohne dogmatisch zu werden und zu kritischem Nachfragen anregt. Der Nährstoffkompass trägt zur individuellen Ernährungskompetenz bei und hilft, einen nachhaltigen, gesundheitsfördernden Umgang mit Lebensmitteln und Nährstoffen zu entwickeln. Aus diesen Gründen ist das Buch eine empfehlenswerte Anschaffung für alle, die nicht nur gesünder, sondern auch informierter und selbstbestimmter essen möchten. Wenn Sie unterstützen möchten, Martin Smollig, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.